herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich wollte euch eine ganz kurze Rückmeldung geben zu dem kleinen Weihnachtsbild hier mit den kleinen Gnomen. Ihr seht, es glänzt sehr schön. Das war ein Bildchen, das hatte ich euch vorgestellt. Das habe ich auch jetzt in dem schönen Event von der lieben Melli und der lieben Heidi gemacht. Den November. Das ist ein 30×40 Bild. Die Paintingfläche ist natürlich kleiner. Es hatte 21 Farben. Ja, das Ganze hatte ich in so einer Box drin. Hier seht ihr noch, da hatte ich mir die Bildnummer hingeschrieben und hatte das hier dann einsortiert. Das kann man schön hier ablösen. Die Sachen, die Sticker hier. Und dann kann man den nochmal neu bekleben. Ja, was gibt es groß zu sagen zu dem Bild? So an sich finde ich, es kommt ganz hübsch raus. Finde ich vollkommen in Ordnung für die Größe. Könnte ein Ticken besser sein, aber dann müsste die Paintingfläche auch größer sein. Was ich nicht so gut konnte, ist, ihr seht es, manchmal sieht man ein bisschen noch von den Zeichen hier zum Beispiel noch durch. Das ist nicht viel, es ist immer nur so ein Mühe. Da habe ich entweder nicht gut aufgepasst beim Legen. Es kann aber auch mal sein, dass das Steinchen einfach ein bisschen kleiner war und mir das dann nicht aufgefallen ist. Also, aber nicht schlimm. So aus der Ferne sieht man das nicht. Man sieht es nur, wenn man das weiß. Ja. So finde ich das Bild sehr, sehr süß, ganz goldig. Hier auch mit der kleinen Schleife drin. Ich finde, das kommt sehr gut raus. Oder hier die Sternchen in der Mütze. Hier ist noch ein Stern in der Mütze. Ja, hier sieht schon so aus wie so kleine Herzchen, die hier drin sind. Also so an sich wirklich sehr, sehr süß und goldig. Und man hat jede Menge übrig. Das hier ist das Weiß, das ist der Hintergrund. Und wie gesagt, da hat man wirklich von allen eindeutig noch genug Steinchen übrig. Ja. Ich könnte euch die jetzt alle so zeigen, also es ist überall noch genug drin. Ja. Bei dem Weiß hätte ich dann vielleicht hingehen können und die kleineren Steinchen einfach aussortieren können. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Man sieht es wirklich nur, wenn man das selber weiß. Also ihr werdet es jetzt auch sehen, da ich es euch gesagt habe. Aber wie gesagt, das ist halt bei mir. Muss ja nicht bei allen so sein. Ja, das war sozusagen ein ganz kurzes kleines Review. Das Bild habe ich immer abends mal gepainted, wenn ich Zeit und Lust hatte. Und ja, viel gibt es eigentlich dazu gar nicht mehr zu sagen. Den Hintergrund habe ich mit einem Mehrfachsetzer gesetzt. Vielleicht bin ich auch deswegen dann manchmal von der Dichte der Steinchen, dass ich die unterschiedlich dicht gesetzt habe, dann abgerutscht da davon und deswegen sieht man dann manchmal was durch. Das kann natürlich auch sein. Hier drin die Gnome, die habe ich mit einem einzeln gesetzt und ja, bin hingegangen und habe dieses Mal nach Farbe gepaintet. Also ich habe zum Beispiel erst komplett weiß gemacht, dann habe ich geguckt, oh, welches nehmen wir. Die komplette 1 habe ich dann gepaintet, dann die komplette 4 zum Beispiel. Also immer nach und nach. Und nicht wie bei meinen größeren Bildern, dass ich dann immer nur so eine Sektion gepaintet habe, sondern
eine Farbe nach der anderen. Das hat sich hier bei dem Bild halt wirklich sehr gut angeboten und deswegen habe ich das da mal ausprobiert. Ich finde das nicht schlecht, nur ich muss dann immer manchmal gucken wegen der Folie, weil ich halt so ein Held bin und ich statsche dann immer noch so schön mit drauf sozusagen. Aber nachdem man das gewusst hatte oder ich es gemerkt habe, habe ich das auch schnell drauf gehabt, dass ich das nicht mehr getan habe. Ja, ausgewechselt hatte ich hier nichts. Ich habe keine AB-Steinchen drin. Ich habe das Bild so gelassen, wie es gehörte, also wie es vorgesehen war von seiner Legende her. Einfach, weil ich generell noch nicht so viele AB-Steinchen in meinem Koffer, in meinem Vorrat habe. Vorrat hört sich besser, in meinem Vorrat habe. Und ja, ich finde aber auch so, ich finde, das sieht sehr hübsch aus, sehr, sehr süß. Und für die weihnachtliche Zeit finde ich ein sehr schönes, kleineres Bild. Ja. Die Steinchen, seht ihr schon, die habe ich schon in meinen Beutel reingetan. Und die werden jetzt auch wegsortiert, weil an sich hatten die eine sehr schöne Qualität. Ja. Nein, bei dem Weiß muss man dann halt ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, das kann auch daran liegen, dass ich mit Mehrfachsetzer gearbeitet habe. Und dann die Steinchen einen unterschiedlichen Abstand zueinander hatten. Daran kann das natürlich auch liegen. Ja, da müsst ihr halt immer mal gucken und dann immer mal wieder richtig schieben. Aber mir ist das halt abends auch nicht aufgefallen. Ja, ich hatte kein Lightpad drunter. Mit dem Lightpad wäre das sicherlich ins Auge gestochen. Aber ich hatte leider, ja, ich habe es nicht genutzt. Ja, nichtsdestotrotz gefällt mir das Bild trotzdem sehr gut. Es ist ein schönes Motiv, finde ich. Die drei, wie sie da stehen mit ihren Zipfelmützen, finde ich wirklich sehr süß. Ja, das war es auch schon. Großartig viel zu sagen gibt es ja zu dem Bild nicht. Die Klebkraft war gut. Ihr hört es war auch jetzt der Rand. Es ist nur so ein Stückchen drüber. Kann ich euch ja noch mal zeigen. Aber auch für dieses kleine Stückchen, ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Seht ihr da, wo es, also so ungefähr bis hier, genau bis zum, da wo die Legende ansetzt, bis dahin geht dieser kleine Kleberand. Und ihr hört es, also da würden immer noch Steinchen halten. Hier oben ist er nicht so stark drüber, nur an den Seiten, rechts und links. Oben und unten ist es ein bisschen schmaler. Aber ich habe es nicht abgeklebt mit Washi-Tape, ich habe es so gelassen. Es war in Ordnung. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich hoffe, euch hat diese kleine kurze Rückmeldung gefallen. Und falls ihr euch das Bild auch holen wollt oder vielleicht schon habt, bringt euch das vielleicht was. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch die Rückmeldung geben, weil ich das ja in meinem Video, in dem ich euch diese kleine Leinwand gezeigt habe, gesagt hatte, dass ich euch das noch zeigen wollte, wie es nachher fertig aussieht. Und deswegen sitze ich jetzt hier für euch. Ja, na gut, in diesem Sinne hoffe ich, habt ihr eine schöne Adventszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit und verbringt den Dezember schön. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat und auch gerne einen Kommentar. Ein kostenloses Abo würde mich natürlich mega freuen. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.